Willkommen im Make-up-Lager. Hallo allerseits! Heute werde ich mal einen Blick in unsere Maskenabteilung werfen. Ich will mal genauer hinschauen, wo denn die Perücken herkommen, wie viel Make-up verbraucht wird und was da hinter den Kulissen noch alles so passiert. Und dafür treffe ich jetzt unsere Maskenchefin, die Clara. Hallo! Hallo, ich bin die Clara, ich bin die Maskenchefin hier. Ich bin dafür zuständig, dass alles funktioniert während der Show bezüglich Perücken, Make-up. Also Maskenbildner ist ja tatsächlich ein Handwerk. Wir machen Frisuren, wir knüpfen Perücken, natürlich Schminken und so gehört dazu, aber wir machen halt viel auch Formenbau. Wir machen zum Beispiel Gesichtsteile, manchmal ganze Anzüge für Leute, wenn sie deformiert sind. Wir sind jetzt gerade in der Werkstatt. Hier verbringen wir eigentlich über Tag relativ viel Zeit. Hier machen wir alles, was anfällt, von Knüpfen über halt Frisieren. Hier zum Beispiel sehen wir unseren liebevollen Wagen. Da stellen wir am Abend die ganzen Perücken drauf, die am nächsten Tag neu frisiert werden müssen. Hier zum Beispiel ist Roberts Ewigkeitsperücke. Oh ja, meine Lieblingsperücke. Ja, die Und da muss kriege ich nie genug. neu frisiert werden. Ah ja, das ist eine gute Idee. Ja, Aber warum? Weil ich die immer schlecht behandle, oder? ja. Was? Dann kann ich dir einmal kurz meine Kollegin vorstellen, die Chrissy. Sie ist heute mit Frisierdienst dran. Hallo Chrissy. Genau. Was machst du gerade, Chrissy? Ich nähe den Black Vampire. Ah, verstehe. Wie du schon sagst, das ist Frisierdienst. Genau. Das heißt, wir reparieren Perücken, wir waschen die Perücken, dann werden die getrocknet. Das hier ist unser Gipsraum, beziehungsweise quasi nochmal ein externer Raum, wo wir ein bisschen Sachen reparieren können. Genau, hier machen wir halt Sachen wie zum Beispiel die Glatzen. Der Unterbau ist Tüll. Das sind diese kleinen maschigen Dinger, die man hier sieht. Mhm. Genau, die haben wir auch bei Perücken. Da knüpfen wir dann die Haare rein, so wie hier. Und das ist dann mit Latexmilch gemacht. Eigentlich eine ganz lustige Aufgabe, die macht uns sehr viel Spaß, wenn wir die machen dürfen. Wir sind jetzt gerade in der Abendmaske. Hier sind wir 1,5 Stunden vor Showbeginn und die Hauptdarsteller werden hier geschminkt, die Perücken aufgesetzt, Bärte geklebt, Augenbrauen geklebt, alles was dazugehört. Handmassage, Fußmassage, Jokes. Fast. Also wir haben während der Show 5 Parts, 3 Parts davon schminken. Der eine Part zum Beispiel sitzt hier, schminkt den Professor. Der soll dann so ausschauen. Ah. Schminkt dann, nachdem er den Professor geschminkt hat, den Herbert. Dann auf der anderen Seite, bitte folge mir, sitzt dann hier unser Kokol und hier dann der Chagall. Tanz der Vampire ist Make-up-technisch eines der komplexeren Shows, die ich bis jetzt gemacht habe. Also die Hauptdarsteller werden eigentlich alle geschminkt, außer die, die sich zum Beispiel wirklich selber schminken können und auch sagen, das macht mir voll viel Spaß. Mhm. Die dürfen sich dann auch selber schminken. Ja, Ensemble muss sich selber schminken und die kriegen davor ein Fitting. Das heißt, wir zeigen ihnen, wie sie jedes Make-up zu machen haben. Dann müssen sie es einmal selber schminken und dann müssen sie es im Laufe der Zeit perfektionieren. Verstehe. Ja, Ich weiß nicht, was ich ist an dir vorbeigegangen. lachen muss. Oh, da hast du dein Make-up schon perfektioniert? Aber hallo. Okay. Ja, gut, dass wir das geklärt haben. Ja, aber was passiert denn, wenn es jetzt irgendjemand völlig untalentiert ist und das gar nicht hinkriegt, zum Beispiel? Dann müssen wir die Person schminken. Verstehe. Also da geht kein Weg drumherum. Hast du schon mal erlebt, dass jemand... Ja. Ja, echt? Ja. Weil die haben das selber gemacht und sagt, ich mach das selber? Schminklegastheniker. Okay. Gibt's. Ist dir schon mal irgendeine Panne passiert? Irgendwas schon mal gravierend schief gelaufen? Ja, Was denn? auch bei Tanz der Vampire. Ach so. In Wien hatten wir den Luc Stegers hatten wir als Kokol und wir hatten Gesichtsteile zum Kleben und ich habe ihm sein
Lid angeklebt und er konnte nicht mehr blinzeln. Oh. Also ich habe es dann einfach abgelöst Ja. und er konnte dann wieder blinzeln, aber es war sehr lustig. Willkommen in der Frauen-Blackbox. Vielen Dank. Die Blackbox heißt deswegen Blackbox, weil sie ganz schwarz ist. Das heißt, wir sind direkt hinter der Bühne, haben Licht hier. Das heißt, wir können hier schnelle Umzüge machen, Perücken wechseln. Aber die Leute im Publikum sehen nicht das Licht von uns. Und das ist die Damen-Blackbox. Hier schminken sich dann die Mädels und bekommen ihre Perücken und so weiter. Genau. Und dann gibt es noch die Herren-Blackbox, die gucken wir uns jetzt auch noch an. Licht. Hier ist Guck noch mal. alles sauber und aufgeräumt. Und das ist fast aufgeräumt. Oh, was ist hier los? Der ist ja nicht aufgeräumt. Robert. Oh, Robert von Hand. Also hier haben wir Blutkissen. Das ist poliertes Fake-Blut, Kunstblut. Und das kriegen dann die Vampire, wenn sie zubeißen. Aber da kann euch Robert genaueres dazu erklären, wie das dann schmeckt und funktioniert. Was ist denn da drin? Weißt du das? Angeblich schmeckt es nach Erdbeere. Es stimmt auch. Also ich kann bestätigen, dass es nach Erdbeere schmeckt, aber ich kann auch bestätigen, dass es nicht lecker nach Erdbeere schmeckt. Genau. Kann ich nicht unbedingt empfehlen, wenn ich nicht sagen muss. Nicht? Und vor allem habe ich dann das Plastik. Nach dem Biss hat man das Plastik ja die ganze Zeit noch im Mund und muss ja doch mal damit singen. So, wie ihr seht, bin ich fertig. Die Show läuft bereits und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, habt einen schönen Einblick in die Maske bekommen. Clara ist auch schon unterwegs und muss noch andere Kollegen schminken. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao!